Kastenwagen in Kirschrot. Ja, so ein richtig leuchtendes Rot, mal nicht weiß. Dazu gehört natürlich ein bisschen Mut, aber wir haben festgestellt, dass in den Videos, die wir veröffentlichen, in den Fernsehberichten, dass dort farbige Fahrzeuge unglaublich gut ankommen. Ja, das hier ist wahrscheinlich ein Fiat Ducato. Ich gucke mal gerade, er nickt. Die Marke heißt Dreamer und sie hat eine kleine Geschichte mit dabei, denn die Marke Dreamer ist von einem Konzern, der aus Frankreich kommt und der diesen Kastenwagen für den Export Dreamer nennt. Und ja, hier ist der Sascha, ich grüße dich. Hallo, grüß Gott. Ja, es ist richtig, Dreamer ist die Kastenwagenmarke aus dem Hause Rapido und wurde vor circa 7 Jahren ins Leben gerufen und basiert auf der sehr bekannten Marke in Frankreich Comparev. Wie wird das denn geschrieben? Comparev ist also Camper und Rev, also der Traum des Campers. So ist der Markenname, der 45 Jahre alt ist oder 40 Jahre alt. Rewe. Und da hattet ihr das Problem, das hat keiner verstanden. Ja, richtig. Und das wurde festgestellt und jetzt haben wir einen eigenen Namen gebraucht für den Exportmarkt. Dreamer, natürlich ist es naheliegend wegen Comparev. Die Kernmarke ist, dass jetzt der neue Name Dreamer ist. Okay, das heißt, Leute, die aus Frankreich kommen, das Fahrzeug sehen, sagen, das ist eigentlich ein Comparev. Den So, kenne ich von irgendwo. Den kenne ich von irgendwoher. Das ist schön. Ja, Mut zur Farbe, ich habe es gezeigt. Wenn du mal ganz kurz mitkommst, Sascha, dann gehen wir mal drum rum. Hier haben wir einen weißen, der ist schön, aber der kirschrote, der ist pfiffig, oder? Ich zeig mal gerade, das Dach habt ihr auch lackiert? Ja, ist lackiert. Wir haben das jetzt mit dem Modell zum ersten Mal probiert in einer Knallfarbe und es kommt gut an und ich hoffe, dass wir weitere Farben nachschieben werden. Also alle Videos, die ich jetzt hier rausschieße mit poppigen, knalligen Farben, blau, rot und so weiter, gehen durch die Decke, weil die Leute einfach das einfach weiß. Es ist aber auch ein bisschen Aufwand. Das heißt also, statt weiß hier an so einem Kirschrot und das dann in der Produktqualität auch so zu lackieren, ja, das ist ja schon Handwerkskunst. Es ist schwierig. Und das ist natürlich auch von der Logistik her eine Herausforderung. Der Händler braucht dann mehrere Fahrzeuge. Welche Farbe nimmt er? Nimmt er blau, nimmt er grün, nimmt er rot? Deswegen haben wir jetzt einmal mit rot angefangen, probieren, wie es funktioniert und es fängt ausgezeichnet an. Ja, das Schöne ist, das Ganze beginnt innen, das heißt Isolation, Ausbau, viele Dinge, die man nicht sieht. Wie ist das bei euch gelöst? Ist das gut? Ist ein ganz, ganz hochwertiges Konzept, XHP-Konzept. Wir sind sehr erfolgreich in Skandinavien. Warum sind wir in Skandinavien erfolgreich? Weil wir gut isolieren können und das ist bei uns auch ganz hoch angesiedelt. Die Wärme, das Wärmegefühl im Fahrzeug halten zu können. Ja, kein Zug ist ja das große Thema. Das heißt also, dass man wirklich Wärme innen hält. Das Konzept Kastenwagen, das kommt ja vielen Leuten entgegen, die sagen, ich will gar kein anderes Auto mehr. Es geht um das Thema Alltagstauglichkeit und da ist Kastenwagen eine sehr, sehr gute Alternative. Noch mehr alltagstauglich sind solche kleinen Fahrzeuge, die ja Ford zum Beispiel, die man auch ganz normal im normalen Straßenverkehr verwenden kann. So einen habe ich, aber es ist nicht dasselbe. Da ist kein richtiges Bad drin, das ist ein ganz anderes Konzept. Warte, da steht einer auf Ford-Basis. Ja. Den schauen wir uns gleich mal an. Genau, gerne, ja. Mit Toilette. Mit Toilette. So, denn das suchen, denn ich habe mal natürlich mein ganz kleines Tedford habe ich immer dabei, ja. Porta Potty heißt es, du kennst es. Natürlich. So, und das steht bei mir im T6 innen da drin mit Aufstelldach, aber es ist ein anderes Konzept. Patricia, helle Farben, Kastenwagen, das heißt, du könntest sofort den Kastenwagen ziehen? Ja, also es ist sehr freundlich hier. Hier wurde auch so ein helles Holz verwendet, das macht irgendwie was her, ja. Ja, ist erweitert den Raum? Das auf jeden Fall und ich meine, das Bett auf dem Dach, das ist ja echt himmlisch, oder? Schauen wir uns gleich mal an. Schauen wir uns gleich mal an, denn obendrauf ist noch ein Hubbett. Das ist besonders wichtig, wenn ich jetzt mal in Urlaub fahre, in die südlicheren Bereiche. Das ist ein Zelt, muss man schon sagen. Genau so ist es. Also man schläft im Freien, aber halt im Fahrzeug. Aber es ist ein zusätzlicher Schlafplatz. So, hier kann ich zumachen. Wenn ich einen Hund habe, kann ich den zum Beispiel vereinzeln. Hinten drin kann zumachen. Der kann auch drin liegen natürlich. Hunde und Camping, viele haben Hunde.
Ja, wobei ich nicht weiß, wenn ich einen Hund hätte, ob ich den da hinten haben möchte, ob er nicht besser vorne ist. Aber chacun a son goût, wie der Franzose sagt. Ja, das stimmt. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Genau. Und Und auch die Hundegrößen sind unterschiedlich. so ist das, ja. Das Bett hier haben wir was ist denn das jetzt? Ein Das Querbett. ist ein typisches Querbett. Das kann ich weggeben, kann ich umbauen, größere Garage haben. Das ist bei den Kastenwegen ist das eine sehr coole Sache, was man hier alles mit Betten machen kann. Hubbett, Stockbetten, was auch immer. So, hier habe ich einen ganz belastbaren Boden, der unten drin ist, Riffelblech an der Seite. Richtig. So. Ja, wir gehen am besten mal rein. Fiat Ducato, jetzt wieder mit AdBlue. Lange Zeit war ja das Thema Citroën Genau, so Euro da. 6 DTM, Euro 6 DTM. neueste Schadstoffklasse. Genau, ich zeige mal gerade ein kleines Detail, bevor wir jetzt mal ganz nach hinten gehen, dass wir das mal komplett zeigen, von oben bis unten. So kleine Aufkleber, ich sage jetzt mal Applikationen matt, die erhöhen die Wertigkeit massiv. Außenbeklebung ist ein zentrales Thema, weil das ist eine Visitkarte für das Unternehmen, für das Fahrzeug. Ich zeige es mal gerade. Und da sind wahrscheinlich Spezialisten dran, da darf nichts drauf sein. Ihr habt so eine spezielle Folie, die so schimmert, so ein bisschen, als wäre es hier. Und für jedes Modell ist sie anders. Wird lange überlegt, wie das gemacht wird. Ich mache einmal das Fahrzeug zu. Ja, lass das mal komplett sehen. Da ist er jetzt zu und das wirkt natürlich sehr, sehr edel an der Seite. Das wirkt natürlich auch nochmal versteifen. Das heißt, also das Thema Entröhnung ist ja ganz wichtig bei so großen Flächen. Ja, stimmt, vollkommen richtig. So, vielleicht mal ganz hinten auch mal zumachen, dass wir das mal sehen. Denn das Heck, wenn es ja geschlossen ist, dann ihr habt oben so eine 3D-Schrift, habt ihr designt. Ja, Das sieht gut aus. es ist pfiffig, schaut nett aus und es fühlt sich auch sehr, sehr gut an, wenn man drüber fährt. Was die Leute ja dauernd machen. Ja. So, hinten habe ich wieder matte Applikationen. An der Seite habe ich Fenster, die ich aufstellen kann. Ja, das Hubdach ist da. Sieht so aus, als könnte es von... Guck mal gerade an der Seite. Ja, bitte. Du kannst gerne aufmachen. Hallo. Hi Sven. Ja, und das ist das zentrale Konzept. Das ist ähnlich bei vielen Kastenwagen. Das Eigentlich, heißt, ja. Das ich habe die ist- Küche direkt am Eingang. Genau, ist die klassische Position. Es gibt fast keine Modelle, es gibt ganz wenige Modelle, wo sie anders ist. Ja, ist auch der Dunstabzug ist direkt dabei. Ihr habt Fliegengitter mit drin. Ich glaube, Ja. das ist mittlerweile im 20. Jahr. Ja. Die rollen noch ordentlich. Ja. Das ist gut. Ja, und dann habe ich eine Querleiter, die, glaube ich, viel, viel wichtiger ist, denn ich behindere mit der Leiter natürlich das Konzept nicht so gut. Sonst habe ich Schwierigkeiten hinaufzukommen, außer meine Tochter, die kommt wahrscheinlich ohne Leiter auch hinauf. Ich wär wahrscheinlich hoffnungslos überfordert. Ja, die ist sehr stabil. Wir standen mal auf einer ähnlichen Leiter, wirklich mit 2 Personen und 150 Kilo drauf. Sie hat es ausgehalten, wirklich, ja. Ja, wenn du mal hochgehst, Patricia, denn das ist so ein typischer Kinderschlafplatz. Tatsächlich ist das Bett riesig. Also oben habe ich die komplette Fahrzeugbreite und fast die ganze Länge. Und je nach Isolierung habe ich auch hier vorne auf. Hier vorne kann ich rausgucken. Ja. Das ist schon so, gerade so die Mädels, die reißen sich drum, wenn ich dann etwas ältere Mädels habe, wo die Freundin auch schon mal mitfährt in Urlaub, so nach Südfrankreich und so. Die wollen alle oben schlafen. Stimmt, ja. Das ist vollkommen richtig. So, ihr habt eine Lampe integriert, was ganz wichtig ist. Viele Zeltaufstelldächer sind dunkel, das ist hier nicht so. Es gibt auch eine Thermoisolierung, aber das muss man halt einfach mögen. Ja, weil du schläfst de facto im Freien. Die Thermoisolierung ist wahrscheinlich für den Winter, das geht. Das heißt, Geht ja, aber. ja, ich sag mal so, es ist natürlich Geschmackssache. Die Hardcore-Camper, die machen das. Genau. Es gibt Leute, die gehen in 10 Grad kaltes Wasser schwimmen. Wenn es bei mir unter 30 Grad hat, gehe ich nicht hinein. Der Preis hier von dem Fahrzeug, wie es hier ausgestellt ist, ungefähr? Schaut mal gerade nach. 56.600. 56.600. Ja. Und, Patricia? Ja, sehr gemütlich. Ich würde auch oben schlafen wollen. Ja, ich Die zeig. Lampe, die ist auch dimmbar. Ja. Ja, also wenn man lesen will, dann macht man die an. Und wenn man es dann ein bisschen dunkler haben möchte, Ja. kann man die dann auch dimmen. Was mittlerweile bei vielen Fiat Ducato Modellen ist, die Automatik wird sehr, sehr gerne genommen. Ja, die 9-Gang Wandler Richtig. ZF, ja, das ist ein Hammer, oder? Das war ein Hammer. Ja.
Also es war immer früher der große Nachteil von Fiat. Mittlerweile ist die also phänomenal. Die halbautomatische. Also ich glaube auch, wenn die Leute wissen, dass das gleiche Automatikgetriebe ja in einem großen deutschen Fahrzeug mit 3 Buchstaben verbaut wird, ja, die wirklich sanft weich schaltet. Das habe ich jetzt gerade wieder vergessen, wie dieser Name heißt, aber es ist nicht ganz unrichtig. Ja, was Tolles gemacht. Diese Matratze ist so gemütlich. Also normalerweise sind ja Dachbetten total ungemütlich, denn ich habe hier, ich sag mal vom Gewicht her, ich liege ja jetzt nicht nochmal auf dem Zwischenboden, den ich hochklappe, sondern ich liege auf dem Dach. Richtig, ja. Genau so ist es. Wobei ich muss ehrlich gestehen, ich bin noch nie oben gelegen. Ich hatte noch nicht das Vergnügen von der Matratze. Die Patricia wartet schon. Nee, aber okay. So gut kennen wir uns so nicht. Nee, das ist schön. Oh, warte mal, Sascha, ich komme mal kurz runter. Das war da mal von der Leiter. Also man kommt recht schön rauf. Das Konzept jetzt mit dem Aufstelldach ist wahrscheinlich viele Familien. Ist für Familien, ist einfach eine Moderichtung, die es jetzt seit 2 Jahren gibt. Was ich dir gerne zeigen würde, ist ein ganz spezielles Möbel, Kastenmöbel in Verbindung mit Dusche, das bei uns patentiert ist. Das würde ich dir gerne zeigen. Hier drin. In einem anderen Modell. In einem anderen Modell. Ich zeige noch mal ganz kurz, weil die Leute, die das Video jetzt sehen, die möchten auch noch mal ganz kurz die ganze Story sehen. Ja. Und das mache ich direkt. Ich verspreche es dir, ja. Dann machen wir das vielleicht auch sogar im extra Video, weil die Leute es auch finden können. Ja. Da hinten habe ich jetzt, ich sag mal, eine Sitzmöglichkeit, das ist schon ein bisschen edler gehalten. Das heißt also nicht ganz so billig. Absolut. Also Dreamer ist auch wie das Produkt Rapido eher gehobenes Segment. Bei uns ist die Qualität sehr auch angesiedelt und Dreamer kennzeichnet aus, dass wir ganz spezielle Grundrisse haben. Also wir haben zum Beispiel den Kastenwagen mit Hecksitzgruppe. Mit Hecksitzgruppe? Ja. Das schauen wir uns gleich auch mal an. Denn wir müssen die Videos ja auch leider auch auffindbar machen. Ich gucke mal gerade, wir sind jetzt, hier vorne habe ich, ihr habt einen Vitrifrigo, wer sich auskennt, einen Kompressorkühlschrank. Ja. Das heißt, weniger Gas, den ich mitführen müsse und die Dinger machen ultra kalt. Das sieht man mittlerweile immer öfter, kommt aus der Schiffstechnik. Und wenn du den mal kurz aufmachst, ein Vitrifrigo. Ja, schön. Ja, danke sehr. Danke sehr. Wir haben also normalerweise ist auch, das ist für den französischen Markt sehr wichtig, große Kühlschränke. Ja. Immer große Kühlschränke, das ist hier ein kleinerer. Das ist bei uns ein zentrales Thema bei der Produktentwicklung. So, ich zeige mal gerade so kleine Sachen. Ihr habt ja so ein Ambiente-Light oben eingebaut. Ja. Das macht den Raum schon schön. Ihr habt eine Truma drin, eine große, eine Truma 6 nehme ich an. Die macht warmes Wasser und warm. Ja, wieso ist das Licht ausgeschaltet? So, eine ganz einfache Steuerung für die Franzosen. Ja. Ich wohne ja selber in Frankreich, deswegen muss ich aufpassen, was ich sage. Die Franzosen wollen es oft ein bisschen einfacher, es soll funktionieren. Dass du nachher noch hinein darfst. So, das Bad, da halte ich auch noch mal kurz rein. Ja. Denn auch die Nasszelle, das ist aus einem Guss. Ist aus einem Guss, richtig. Und dementsprechend natürlich kleiner als in einem Kastenwagen. Dusche, Duschvorhang. Ist alles drin. Ja. Gut, wir sprechen hier bei den Leuten meist von Campern. Das heißt also, denen langt das. Die sind froh, dass sie überhaupt was haben. Die meisten kommen aus dem Selbstausbaubereich, die sowas hatten. Genau, die hatten noch weniger Komfort. Also Dusche im VW-Bus gab es ja gar nicht. Und vor allem, wir reden von einer Fahrzeuglänge von 5,41 Meter. Ja. Was hier alles untergebracht ist um 5,41 Meter, das ist bewundernswert. Ja, stark das Dach bei 5,41. Da geht natürlich jetzt keine Luke mehr oben. Nein, natürlich nicht. Man kann nicht alles haben. Ich zeige mal gerade so ein kleines Detail. Wenn du mal da oben drauf drückst, ist das Licht an? Ja. Stark. Das heißt, ich drücke drauf, da geht's an. Richtig. Genau so ist es, ja. Hier vorne glaube ich auch noch. Sehr schön. Ja, die gehen wahrscheinlich zentral an. Anders, ja. Nicht so schlimm. Ja, du bist selbst der Vertriebsleiter, muss man sagen, für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Richtig, ja. Also für die 3 Marken, für Rapido, Itineo, Dreamer, die im Stammwerk produziert werden. Ja, schön. Wobei Dreamer ist wie gesagt die Kastenwagenmarke, Rapido ist die Kernmarke und Itineo ist eine Marke voll integrierte Fahrzeuge für das jugendlichere Publikum, speziell Familiengrundrisse. Ja, da vorne also Stockbetten bis zu 6 Sitzplätze. Ja. Da vorne ist übrigens die wunderbare 9-Gang
Automatik mit drin, eine Wandlerautomatik, bei dem ich auch ruhig mal eine Anhängelast hinten dranhängen kann. Sie ist verschleißfrei in dem Moment. Ja. Das ist ein Traum. Sie erhöht das Drehmoment nochmal massiv. Also es ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Also falls einer denkt, der Wagen ist ziemlich klein. Du bist 2 Meter groß, richtig? Richtig, ja. Aber ich stehe jetzt draußen noch, muss ich sagen. Wenn ich drinnen stehe, natürlich mit dem Aufstelldach tue ich mir leichter. Ja, ich bin 1,83, kann ganz bequem hier oben stehen. Also man sieht es jetzt nicht. Also noch einmal, ich bin mit 2 Meter springe ich jeden Rahmen. Ja, es ist so 20 Zentimeter größer als ich, knapp. Ja. So ist es. Ja, schön. Ja, wir gehen mal raus, machen wir die Abmoderation bei dem Fahrzeug, denn ja, die Neungang-Automatik ist, glaube ich, über 50% der Leute bestellen jetzt Automatik. Ich würde sagen, mittlerweile liegt es bei 80%, 80-90%. Wahnsinn. Kommen die überhaupt hinterher bei ZF? Aktuell, Gott sei Dank, ja. Okay. Ja. So, dann Nach den Schwierigkeiten Corona, aber aktuell schaut es gut aus. So, also wir haben ein Hubdach. Das Modell heißt D43 Up. Red Addict ist dieses Paket mit der roten Lackierung, diese spezielle Beklebung. Ja. Das ist alles dabei. Wir haben Kombi 4 Dieselheizung ist verbaut in dem Paket. Ein Diesel? Dieselheizung. Stark. Das Das heißt, ist mittlerweile die Kasten wegen Kühlschrank auf genau auf so ist 12 Volt, ja. richtig. Heizung auf Diesel, Ja. ist ja gasfrei. Ja. Okay. Also Gasflasche ist ein immer kleineres Thema. Diese 12 Kilo Gasflasche braucht man nicht mehr kleine. Also nur noch zum Kochen brauche ich eine ganz kleine Flasche. Ja, Ich habe letztes Mal einen gesehen, der hatte sogar die Gasflasche integriert im Wassertank. Das war witzig. Ja, das war drin, weil der eine ganz kleine nur brauchte. Ja, das Fahrzeug, wie es hier steht, 56.645 €. Das ist, wenn man sich ein bisschen auskennt, ich meine, man darf nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also wir sind sicher kein günstiger Anbieter. Wir sind ein gehobenes Preissegment, gehobene Qualitätsstufe. Ja. Ja, wir dürfen auf der Messe drehen ohne Maske, aber nur für Filmaufnahmen. Der Sascha, Vertriebsleiter, und hier steht er, ja, mit Skyview, Panoramadach. Er hat auch die Maske dabei. Normalerweise ist sie da auch in weiß erhältlich. Die Leute halten sich an das Sicherheitskonzept, Masken? Absolut toll. Also es ist eine Freude, kein einziger Problemfall während der ganzen Messelaufzeit. Die Leute halten die Abstände ein, die Leute sind diszipliniert. Wenn andere Leute im Fahrzeug drinnen sind, warten sie. Also wirklich Hut ab, Kompliment an alle Besucher. Ja, vielen Dank, Sascha. Danke. Und vielen Dank, Patricia. Danke.